Gerd, als Sie sich gemeldet haben, war da ein Komponist namens Tubin. Ehrlich gesagt hat mir das überhaupt nichts gesagt. Und dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Und erzählen Sie mal, was dann passiert ist. Mir war wichtig bei dieser Aufnahme, dass die Viola-Sonate von Tubin viel Aufmerksamkeit bekommt und ich wollte ursprünglich das einfach neben Schostakowitsch und Krenek stellen, damit Tubin neben diese große Giganten steht. Aber dann hatten sie vorgeschlagen, dass wir die Aufnahme nur mit der Musik von Tubin machen. Und das ist eigentlich viel besser, weil wir können Kammermusik spielen hier mit Freunden und Familie, was sowieso das Beste auf der Welt ist. Ich habe mir dann Noten bestellt von Tubins Klavierstücke, um ein bisschen reinzuspielen und hören, was man da aufnehmen könnte. Und dann habe ich gesehen Sarkasm und Sonett, 2 Stücke. Ich habe sie gegoogelt, versucht Aufnahmen zu finden und finde gar nicht. Und dann habe ich den Sohn von Eduard Tubin geschrieben. Er lebt noch und hat uns viel geholfen mit dieser Aufnahme und meinte, ja Gerd, diese Stücke wurden noch nie aufgenommen, weil die wurden erst Anfang 2000 in Tartu, in einer kleinen Stadt in Estland, in einem Koffer gefunden, irgendwo in einer Wohnung. Ja, jedenfalls sind diese Koffergeschichten natürlich immer die besten, weil es bedeutet, wir können eine Ersteinspielung präsentieren. Und das ist ja auch wirklich sehr spannende Musik. Sandy, Sie spielen auch Saxophon. Ja. Zumindest ist eine Saxophonsonate mit auf dem Programm. Ja. Was ist das für ein Stück? Das ist ein ganz anderes Stück. Das ist zeitlich nicht so weit entfernt. Die Bratschensonate sind 1965, die Saxophonsonate 1959. Aber es ist eine ganz andere emotionale Welt. Tubin selber hat das Werk umgeschrieben für Bratsche. Das ist ein bisschen wie die Brahms-Sonaten von Klarinette auch auf Bratsche. In diesem Fall ist es Saxophon. Der mittlere Satz, es sind, man kann nicht wirklich sagen mal Variationen, aber er nimmt ein Troubadourlied aus dem 13. Jahrhundert und spielt ein bisschen damit. Es ist ganz faszinierend, wie er auch ganz, ganz alte Verzierungsformen mit einbaut. Ja, nicht? absolut. Und dann geht es aber auch noch richtig zur Sache im letzten Satz. Ja, genau, dann kommt ein richtiges Finale, wo auch die Bratsche ein bisschen offensichtlich virtuoser agieren kann. Das Programm, was Sie ausgesucht haben, das ist ja sehr spannend. Das fängt früh an mit dem Klavierquartett. Das ist ein Quartettsatz, so ähnlich wie Mahlers Quartettsatz. Klingt auch eigentlich so ähnlich. Wie sind Sie auf dieses Stück gekommen? Ich habe gelesen, das war sein Abschlussstück in der Musikschule, wo er dann gelehrt wurde. Und ich glaube, ein bisschen war der Grund auch, dass ich unbedingt mit meiner Zwillingsschwester spielen wollte und mit meinem Mann Xandi. Und natürlich, wir haben einen herrlichen Cellisten in Estland, Theodor. Wir spielen viel zusammen und das war einfach ein gutes Werk, um diese Besetzung anzubieten.